Der Zustand unserer Welt gibt Anlass zur Sorge. Bevölkerungszunahme, Klimawandel, Konflikte, die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, die belasteten Ökosysteme, die Ungleichheit der weltweiten Gesundheitssysteme. Dabei ist Gesundheit von höchster Bedeutung für den Einzelnen und alle Gesellschaften. Gesundheit ist fundamentales Grund- und Menschenrecht. Der zweite World Health Summit 2010 in Berlin. Rudolf Virchow hatte hier an der Charité schon früh deutlich gemacht, dass Medizin soziale Wissenschaft ist und Politik nichts weiter als Medizin im Großen. Dieser Tradition folgend rückt auch der World Health Summit 2010 dies in den Fokus der politischen Agenda. For the future to come, progress is enormously fast in research, and we have a responsibility to translate that into application, transfer our knowledge to the population. And I think these structures need to be at least helped. I mean, we can do ourselves quite a bit, and we do, but politics have to help. 1200 hochkarätige und prominente Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft trafen sich unter dem Motto Translation, Transition, Transformation. Ladies and gentlemen, distinguished participants attending the opening ceremony of this World Health Summit. Denn die globalen medizinischen Probleme drängen immer weiter in den Vordergrund. Chronische Krankheiten wie Krebs, Herzerkrankungen und Diabetes sind längst keine Wohlstandskrankheiten mehr. 80% dieser nicht übertragbaren Krankheiten treten inzwischen in den Schwellen- und Entwicklungsländern auf. Zu den Ursachen zählen erhöhter Tabak- und Alkoholkonsum, mangelnde Bewegung, ungesunde Ernährung. We were also discussing not only the enormous impact on health development, but we also discussed the considerable impact on socio-economic development, because these chronic conditions are now imposing a heavy burden on sustainable development, and they are impeding efforts to reduce poverty. Die medizinischen Herausforderungen und die Gesundheitsversorgung unterliegen weltweit rasanten Veränderungen. Der Klimawandel wird massive Folgen für die menschliche Gesundheit haben. Die Folgen noch nicht absehbar. Climate change will have massive and very complex impacts on public health, on global health, and many of the aspects have not been deeply researched so far. It will be a major agenda-setting challenge to do that. Global warming so far has been mainly caused by civilizations living in colder climates, actually, for burning coal, for example, to heat their homes, things like that. But the impacts will be heavily felt, in particular in the developing world. Weiterhin eine Herausforderung, die Ungleichheit der gesundheitlichen Versorgung zwischen Industriestaaten und Ländern wie beispielsweise Südafrika und Ruanda zu verringern. Denn ohne externe Hilfe können diese Länder die Herausforderungen im Gesundheitsbereich nicht bewältigen. At the moment, the role that is being played by global health is to help us with strategies, but also with funding partnerships. Because we do need these funding partnerships in order to survive this onslaught by diseases. Each of these challenges needs a global network of decision makers, of funders, and partnerships. We need partnerships between the public and private sector. We need partnerships between the developed world and the developing world. We need partnerships between governments and academia and faith-based organizations to tackle these challenges, and especially to raise the funding required to address these challenges. Weltweit geraten die Gesundheitssysteme unter Druck. Erstklassige Medizin wird auch in den entwickelten Ländern in Zukunft immer schwieriger finanziert werden können. Auch die Pharmaproduzenten sehen sich mit einer neuen Lage konfrontiert. I think the modern healthcare company needs to be involved in new technologies to really focus on prevention and better management of chronic diseases, to get better outcomes and better management of cost. Gesundheit muss neu gedacht und bewertet werden. Das Gesundheitswesen muss so optimiert werden, dass trotz limitierter finanzieller und personeller Ressourcen Gesundheit auf höchstem Niveau erreicht wird. Tuberculosis
is a global problem and therefore requires global leadership. This is applicable to all the pandemics, to all the major problems that we have in public health. Auf der anderen Seite muss die Gesundheitspolitik so verändert werden, dass die Prävention an höchster Stelle steht, um vermeidbare Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. We all know that we cannot afford anymore the type of high-tech medicine which we are practicing in some parts of the world. We are treating about 300 million Europeans, 300 million North Americans, 100 million Japanese, and another 500 million perhaps people around the world, privileged people around the world, by the standards of modern medicine. But that means that about 1.5 billion people are treated the way they can be treated, and about 5 billion people are not treated the way science has taught us to treat people. And we cannot afford to introduce our medicine around the world to these 5 billion people, and thereby we have to think medicine anew, and the way to do medicine in the future is by prevention, by preventing from people getting sick. 2009 gab es mit dem ersten World Health Summit einen erfolgreichen Auftakt. 2010 hat der Gipfel ein überwältigendes positives Echo hervorgerufen. Um dieses außergewöhnliche Treffen mit internationaler Akzeptanz weiterzuführen, werden sich auch 2011 wieder hochrangige Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft vom 23. bis 26. Oktober an einen Tisch setzen, um die globalen Herausforderungen der Weltgesundheit anzunehmen und nach multilateralen Lösungen zu suchen.